Es war einmal ein König. Sein Name war Midas. Er war sehr reich und stolz, sehr stolz. Sein Palast war groß und wunderschön. Die Türme glänzten in der Sonne wie pures Gold. In den Zimmern gab es Silber, Juwelen und viele Kisten voller Goldmünzen. Überall funkelte es. König Midas ging jeden Tag durch die langen Gänge und sah sich seine Schätze an. Wenn er Gold sah, lächelte er. Gold war sein Glück. Aber außerhalb des Palastes war das Land trocken. Es hatte lange nicht geregnet. Die Flüsse waren leer und die Felder waren tot. Die Menschen hatten kein Wasser und kein Brot. Kinder weinten vor Hunger. Doch König Midas sah das nicht. Er dachte nur an Gold. Mehr Gold, sagte er jeden Tag leise zu sich selbst. Ich brauche mehr Gold. König Midas liebte Gold mehr als alles andere. Er zählte jeden Morgen seine Münzen und polierte seine Kronen. Die Berater des Königs kamen zu ihm. Sie sagten: Euer Volk leidet, Herr. Bitte helft ihnen. Kauft Wasser, kauft Brot. Aber Midas sagte nur: Nein, Gold ist Macht. Gold ist Sicherheit. Gold wird uns retten. Auch seine Tochter, ein liebes, junges Mädchen mit warmem Herzen, bat ihn: Vater, bitte, die Menschen sind hungrig. Gib ihnen etwas Gold. Doch der König winkte nur ab. Gold ist das Wichtigste im Leben, sagte er kalt. Aber in seinem Herzen fühlte er manchmal eine seltsame Leere, die er nicht verstehen konnte. Eines Abends kamen die Soldaten mit einem alten Mann zurück, den sie im Wald gefunden hatten. Sie sagten, er habe schwarze Magie gemacht, und das war im Königreich verboten. König Midas wurde sehr wütend und rief: Bringt ihn weg! Er befahl, dass der Mann getötet werden sollte. Der alte Mann fiel auf die Knie und flehte um sein Leben. Bitte, mein König, ich kann euch ein Geschenk geben. Alles, was ihr berührt, wird zu Gold, sagte er. Midas blieb stehen. Seine Wut wurde kleiner und neugierig kam in sein Herz. Der Gedanke an unendlich viel Gold ließ ihn alles andere vergessen. Midas sah den Mann an. Wenn du so eine Kraft hast, fragte er, warum bist du dann arm? Der alte Mann lächelnd traurig, als wüsste er etwas, das der König nicht verstand. Doch Midas dachte nicht weiter nach. In seinem Kopf glänzte nur das Bild von Gold. Der Magier hob seinen Holzstab, und ein weiches, goldenes Licht kam aus der Spitze und berührte die Hand des Königs. Midas spürte eine warme, seltsame Kraft in seinem Körper. Der Magier senkte den Stab, drehte sich schnell um und rannte aus dem Saal, bevor ihn jemand aufhalten konnte. Einen Moment lang war der große Saal ganz still. Dann begann König Midas laut vor Freude zu lachen. Seine Augen glänzten und seine Hände zitterten vor Aufregung. Auf dem Tisch sah er eine rote Rose. Vorsichtig berührte er sie mit den Fingern. In derselben Sekunde wurde die weiche Blume zu hartem, glänzendem Gold. Midas staunte und lächelte. Er berührte einen Stuhl und er wurde zu Gold. Dann den Tisch, die Wände, sogar den Boden. Alles verwandelte sich in Gold.
Der ganze Palast leuchtete wie Feuer im Sonnenlicht. Midas sah sich um und rief: »Jetzt bin ich der reichste Mann der Welt. Niemand hat so viel Macht wie ich.« Sein Lachen hallte durch den goldenen Saal, laut und stolz. Aber tief in seinem Herzen spürte er etwas Seltsames, eine leise, leere Traurigkeit, die er noch nicht verstand. Am Abend wollte Midas essen. Er nahm ein Stück Brot. Doch kaum berührte er es, wurde es hart und golden. Er wollte Wein trinken, aber der Wein verwandelte sich in kaltes Metall. Sein Magen knurrte und sein Hals war trocken. Doch nichts blieb mehr echt. Midas wurde still. Er legte sich in sein Bett, doch das Bett war kalt und schwer wie Stein. Die goldenen Kissen fühlten sich unangenehm hart an, sie waren nicht weich. Er konnte nicht schlafen. Immer wieder drehte er sich hin und her und hörte das Klingen des Goldes um sich. Früher liebte er dieses Geräusch, jetzt machte es ihn traurig. Er sah an die Wände, an die Decke, an den Boden. Alles war golden, doch nichts fühlte sich lebendig an. Gold war überall, aber es war kein warmes Gold mehr. Es war ein Käfig. In der Nacht ging Midas durch seine goldenen Hallen. Sie waren still, kein Lachen, kein Geräusch. Nur seine Schritte klangen einsam durch die Gänge. Früher liebte er das Licht des Goldes. Jetzt tat es ihm weh. Er konnte nichts essen, nichts trinken, nichts fühlen. Er begann zu weinen. Zum ersten Mal fühlte er Angst und Reue. Am nächsten Morgen schien die Sonne warm im Garten. König Midas saß auf einer Bank, müde und allein. Da kam seine Tochter fröhlich zu ihm gelaufen. »Vater, was ist passiert? Du siehst so traurig aus«, rief sie und lief in seine Arme. Midas vergaß alles, sogar seinen Fluch. Er wollte sie festhalten. In dem Moment, als er sie berührte, veränderte sich alles. Ihre warme Haut wurde kalt und hart. Ihr Lächeln verschwand. Und ihre Augen wurden golden und still. Midas erstarrte vor Schreck und fiel auf die Knie. »Nein, bitte, komm zurück. Ich wollte das nicht«, rief er verzweifelt. Doch die Statue blieb still, und seine Tränen fielen auf ihre kalten, goldenen Hände. Midas wartete nicht bis zur Nacht. Sofort hob er mit zitternden Händen die schwere goldene Statue seiner Tochter hoch. Schritt für Schritt trug er sie durch die stillen Hallen in einen geheimen Raum tief im Palast. Niemand, nicht einmal seine treuen Diener, durfte es erfahren. Er hatte Angst, dass das Volk sich gegen ihn erheben würde, wenn sie wüssten, dass der König seine gute Tochter in Gold verwandelt hatte. Sie hatte den armen Menschen immer geholfen, und jetzt war sie wegen seiner Gier verloren. Er schloss die schwere Tür und kniete vor der Statue nieder. Lange blieb er dort sitzen. Das goldene Gesicht seiner Tochter schimmerte im schwachen Licht. Midas flüsterte: »Ich wollte dich nur glücklich machen.« Seine Stimme zitterte. »Jetzt habe ich alles verloren.« Tränen liefen über seine Wangen und fielen auf den Boden. Seit diesem Tag war der Palast still. Kein Lachen, keine Musik, kein Leben. Nur das kalte Glitzern des Goldes füllte die leeren Hallen.
Midas ging oft durch die langen Gänge, doch jeder Schritt hallte wieder. Er setzte sich ans Fenster und sah in den Garten, wo seine Tochter früher gespielt hatte. Die Sonne schien auf das Gold, aber für ihn war alles dunkel. In seinem Herzen war nur Stille und Schmerz. In seiner großen Verzweiflung schickte Midas Boten in alle Länder. »Findet den alten Magier«, rief er laut und versprach ihnen alles Gold der Welt, wenn sie ihn bringen könnten. Er hoffte, dass sie ihn finden würden, um den Fluch zu lösen. Midas blieb allein und traurig. Er verstand endlich, dass Liebe und Nähe wichtiger sind als jedes Gold der Welt. So lebte König Midas weiter, nicht als reicher Mann, sondern als trauriger König. Er hatte alles, was er wollte, und verlor alles, was er liebte. And now we move to the next part of our video. In this segment, we take an overview of all the tough words which were used in the story to keep them fresh in your mind. So let's dive in. So the first word is stolz, which means proud, as we saw this in the story as war sehr stolz. This is a very useful word in daily life, like we can make a sentence from it as ist sehr stolz auf seine bestandene Prüfung, which means he is very proud of his past exam. Next up is glänzten, which translates to shone or sparkled. We saw it in the context, die Türme glänzten in der Sonne wie pures Gold. You can use this word in an everyday sentence like, die Fenster des Hochhauses glänzten im Abendlicht, which means the windows of the skyscraper shone in the evening light. Moving on, we have funkelte, which means sparkled. In the story, we read, überall funkelte es. A great way to use this is, der Schnee in der Sonne funkelte wunderschön, which means the snow sparkled beautifully in the sun. The next word is polierte, meaning polished. This came up when we heard, zählte jeden Morgen seine Münzen und polierte seine Kronen. Try using it in a practical sentence such as, ich muss meine Schuhe noch polieren, bevor ich gehe, which means I still have to polish my shoes before I leave. Number 5 is die Berater, which are the advisors. It was used in the story as, die Berater des Königs kamen zu ihm. A common daily life sentence with this word is, wir haben einen Finanzberater für unsere Investitionen engagiert, which means we hired a financial advisor for our investments. Our next word is leidet, which means suffers. We heard the advisors say, euer Volk leidet, Herr. You might hear this in a sentence like, sie leidet oft unter starken Kopfschmerzen, which translates to, she often suffers from severe headaches. Up next is die Sicherheit, meaning the security or safety. The king repeated this idea. Gold ist Macht. Gold ist Sicherheit. A perfect daily life example is, Sicherheit ist uns im Straßenverkehr sehr wichtig, which means safety is very important to us in road traffic. Now we have winkte, which means waved or dismissed. The story used it like this, doch der König winkte nur ab. A simple sentence using this is, winkte mir zum Abschied kurz zu, which means he briefly waved goodbye to me. Word number 9 is die Leere, which means the emptiness. The context was, spürte manchmal eine seltsame Leere. You can use this to describe a feeling or a place. Nach dem Umzug fühlte sich die Wohnung ganz leer an, which means after the move, the apartment felt completely empty. Let's look at a phrase now.
fiel auf die Knie, meaning fell to his knees. We heard, der alte Mann fiel auf die Knie und flehte sein Leben. In daily conversation you might hear, vor Erschöpfung fiel der Wanderer fast auf die Knie, which means the hiker nearly fell to his knees from exhaustion. Immediately following that is the word flehte, meaning begged or pleaded. It was used as der alte Mann fiel auf die Knie und flehte sein Leben. Here's a cute example. Der Hund flehte mit seinen Augen ein Stück Wurst, which means the dog begged with its eyes for a piece of sausage. Our next word is der Gedanke, or the thought. In the story, it was powerful. Der Gedanke an unendlich viel Gold ließ ihn alles andere vergessen. This is a great word for expressing joy. Der Gedanke an den Urlaub macht mich glücklich, which means the thought of the vacation makes me happy. Next, we review zitterten, which means trembled or shook. It described the king's excitement. Seine Augen glänzten und seine Hände zitterten vor Aufregung. You can use it for physical reactions. Vor Kälte zitterten seine Hände unkontrolliert, which means his hands shook uncontrollably from cold. Number 14 is verwandelte sich, meaning transformed or turned into. The shocking moment was, der Wein verwandelte sich in kaltes Metall. For daily use, consider this example. Der kleine Samen verwandelte sich in eine große Pflanze, which means the small seed transformed into a large plant. Next we have das Geräusch, which is the noise or sound. We read, früher liebte dieses Geräusch. A common sentence using this word is, bitte mach die Tür zu, das Geräusch stört mich, which means, please close the door, the noise is bothering me. Word number 16 is die Reue, meaning regret. It described Midas's new feelings. Zum ersten Mal fühlte Angst und Reue. A personal example would be, ich spürte Reue, weil ich so unfreundlich war, which means I felt regret because I was so unfriendly. Moving along, the word erstarrte means froze or became rigid. Midas did this when realizing his mistake. Midas erstarrte vor Schreck und fiel auf die Knie. Here is another sentence using it. Als die Schlange sah, erstarrte sofort, which means when he saw the snake, he immediately froze. Our next word is schimmerte, meaning shimmered or gleamed. It described his daughter's face. Das goldene Gesicht seiner Tochter schimmerte im schwachen Licht. You might hear, der See schimmerte im Mondlicht, which means the lake shimmered in the moonlight. Second to last is die Verzweiflung, meaning the despair or distress. The context was, in seiner großen Verzweiflung schickte Midas Boten. This is an emotionally strong word. In Momenten der Verzweiflung braucht man gute Freunde, which means in moments of despair, you need good friends. And finally, word number 20 is die Nähe, which means the closeness or proximity. It was the final lesson of the story. Dass Liebe und Nähe wichtiger sind. A beautiful way to use this is, ich genieße die Nähe meiner Familie, which means I enjoy the closeness of my family. That brings us to the end of our vocabulary review. I hope these words are now cemented in your memory. I really hope you enjoyed today's story and, most importantly, picked up some new German words. I love sharing fun and beautiful stories with you so that learning German feels easy and memorable.
Let me know what you thought of the video in the comments. Your feedback helps me make even better stories for you. If you liked it, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe so you don't miss the next part of the story. See you in the next video. Tschüss!